Willkommen. Willkommen zu dieser stillen Stunde, an diesem sanften Rand des Abends, an dem du endlich alles ablegen darfst, wo immer du bist, unter einer Decke, in einem Sessel am Fenster, auf einem Bett, das den ganzen Tag auf dich gewartet hat. Lass deinen Körper die Form finden, die er eine Weile halten möchte. Heute Nacht ist nichts mehr zu tun. Nichts, was nicht bis zum Morgen warten könnte. Und nichts, worauf der Morgen nicht ein wenig länger warten könnte. Lass deine Schultern sinken, nur ein wenig. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass deine Hände dort ruhen, wo sie sind. Die Handflächen nur so weit geöffnet, wie sie es wünschen. Du musst nicht versuchen zu schlafen. Du musst nur zuhören und dich vom Zuhören tragen lassen. Heute Nacht gehen wir an einen Ort, tief eingebettet in einer Schlucht aus blassem Sandstein. Ein kleines Reliquienmuseum, das nur vom bernsteinfarbenen Schein von Motten erhellt wird. Es ist ein Ort, an dem das Licht weich ist, an dem die Luft warm und langsam ist und an dem ein einziger freundlicher Hüter gerade seinen Abendrundgang beginnt, wenn du eintrittst. Du musst dort nichts tun. Du musst nicht sprechen, dich an nichts erinnern, nichts entscheiden. Du wirst nur eine Weile mit dem Hüter gehen, durch 7 niedrig gedeckte Kammern. Und wenn das Gehen zu Ende ist, wirst du dich einfach treiben lassen. Atme langsam ein und lass es länger ausströmen, als du eingeatmet hast. Noch einmal. Sanft durch die Nase ein, durch den Mund aus, als würdest du eine Kerzenflamme weich machen, ohne sie zu löschen. Noch einmal. Ein. Aus. Gut. Und nun lass den Raum um dich beginnen zu verblassen. Nicht verschwinden, nur zurücktreten, so wie ein vertrautes Lied zurücktritt, wenn in einem anderen Zimmer ein neues zu spielen beginnt. Das Bett ist noch da, die Decke ist noch da, aber sie sind jetzt still, geduldig, und sie werden noch da sein, wenn du zurückkehrst. Wir gehen in die Schlucht. Wir gehen zum bernsteinfarbenen Mottenlicht-Reliquiar. Und der Hüter, dessen Name Ovis ist, entzündet gerade jetzt die erste Motte des Abends. Lass deinen Atem sein eigenes langsames Tempo finden. Lass die Geschichte beginnen. Die Schlucht hält ihren Abend, wie eine Schale Wasser hält. Nichts verschüttet sich, nichts eilt. Das letzte Tageslicht ist hoch die Sandsteinwände hinaufgeklettert, hat sich zu einem schmalen, goldenen Band nahe dem Rand gesammelt. Und unterhalb dieses Goldes, in den schattigen Falten, wo die Schlucht tiefer wird, hat sich die Luft in ein sanftes Blau abgekühlt, das leise nach Stein und altem Regen duftet. Du gehst einen schmalen Pfad entlang, nicht steil, nicht schwierig, nur geduldig, der sich am Fuß der westlichen Wand entlang zieht. Der Pfad ist mit dem hellsten Sand bepudert und deine Schritte machen fast kein Geräusch. Irgendwo hoch oben durchquert eine Schwalbe das goldene Band und verschwindet. Irgendwo tief unten bewegt sich Wasser an einem Ort, den du nicht sehen kannst, und murmelt im Dunkeln vor sich hin. Vor dir, in den Sandstein gesetzt, wie eine kleine Tür, die in die Seite der Welt geschnitten wurde, ist der Eingang zum Reliquiar. Er ist nicht prächtig. Er trägt kein Schild. Er ist einfach ein Bogen aus blassem Stein. Niedrig genug, dass ein großer Mensch sich zum Eintreten bücken müsste. Breit genug, dass 2 Freunde Schulter an Schulter hineingehen könnten, wenn sie es wollten. Aus dem Bogen strömt ein warmer bernsteinfarbener Schein auf den Sand hinaus. Nicht hell, nicht scharf, nur warm. Die Farbe von Honig, der gegen eine Kerze gehalten wird. Die Farbe einer langsam atmenden Glut. Du trittst näher. Die Luft am Bogen ist ein wenig wärmer als die Luft in der Schlucht und sie trägt eine sanfte, trockene Süße. Den pudrigen Duft
von altem Sandstein und darunter noch etwas anderes. Etwas wie Birne, etwas wie Zucker, der über Nacht auf einem hölzernen Regal gelegen hat. Du senkst den Kopf und trittst hindurch. Drinnen ist die Decke niedrig und die Wände sind aus demselben blassen Sandstein wie die Schlucht, nur glatter, abgerieben von Jahrhunderten stiller Hände. Es gibt keine Lampen, es gibt keine Kerzen, es gibt nur Motten. Kleine Motten, nicht größer als ein Daumennagel, ihre Flügel in der Farbe von Bernsteinglas. Und jede von ihnen glüht sanft von innen, pulsiert langsam und gleichmäßig, als würde jede Motte Licht atmen statt Luft. Sie sind überall und nirgends. Ein paar ruhen an den oberen Rändern der Wände, gefaltet zu kleinen warmen Funken. Ein paar treiben träge durch die Mitte des Raumes und ziehen Schleifen, so langsam, dass du ihnen lange zusehen kannst, ohne schwindlig zu werden. Ein paar haben sich an einem hölzernen Futterspender in einer Nische versammelt und nippen an etwas, das nach süßer Birne duftet. Ihr Licht steigt und fällt, wie die Gezeiten eines sehr kleinen, sehr freundlichen Meeres. Du stehst eine Weile in der Eingangskammer und lässt deine Augen sich anpassen. Es dauert nicht lange. Das Mottenlicht ist sanft. Es verlangt nichts von deinen Augen und nach einem Moment siehst du den ganzen Raum klar. Die niedrige, gewölbte Decke, den Sandsteinboden, glatt wie ein Flussstein und am anderen Ende einen weiteren Bogen, der tiefer in das Reliquiar führt. Und dort, unter dem zweiten Bogen stehend, mit dem Rücken zu dir, ist Ovis. Ovis ist der Staubwender. Ovis ist nicht groß. Ovis ist nicht klein. Ovis trägt ein langes, weiches Gewand in der Farbe ungebleichten Leinens und über dem Gewand eine lange Schürze mit vielen kleinen Taschen. Jede Tasche bestickt mit einem anderen kleinen Zeichen. Einem Blatt, einer Spirale, einem Stein, einer Motte. Das Haar ist silbern, kurz und ordentlich geschnitten. Und Ovis steht mit der ruhigen Geduld eines Menschen, der viele tausend Abende in dieser Tür gestanden hat und der es nicht besonders eilig hat, zu beginnen. In einer Hand hält Ovis einen Stab aus Straußenfedern. Lang, blass, weich wie ein Seufzer. In der anderen hält Ovis ein kleines Bündel messingener Stimmgabeln, aufgezogen auf einer Lederschnur, und wenn Ovis das Gewicht verlagert, klingen die Gabeln ganz leise aneinander. Ein Ton, nicht lauter als ein Löffel, der in einem anderen Zimmer eine Untertasse berührt. Ovis dreht sich um. Ovis sieht dich. Ovis scheint nicht überrascht zu sein. Ovis gibt ein kleines, langsames Nicken. Die Art von Nicken, die ohne Worte sagt, du bist willkommen hier und es gibt keine Eile und du darfst mit mir gehen, wenn du magst. Dann wendet sich Ovis wieder um und schreitet durch den zweiten Bogen in die erste Kammer des Abendrundgangs. Du folgst. Die erste Kammer ist die Kammer der gepressten Flusssteine. Sie ist klein. Die Decke ist niedrig und die Wände wölben sich leicht, als wäre der Raum eine sanfte Höhlung, von einem geduldigen Daumen aus dem Sandstein geschöpft. An den Wänden, in Höhe deiner Hüfte, verlaufen lange Regale aus dunklem Holz, nicht poliert, nicht lackiert, nur von vielen Jahrhunderten der Pflege geölt, sodass die Maserung des Holzes leise von innen zu glühen scheint, so wie die Motten es tun. Auf den Regalen liegen die Flusssteine. Jeder Stein wurde vor langer Zeit durch eine stille Methode, an die sich niemand mehr genau erinnert, zu einem glatten, flachen Oval gepresst, dünner als eine Münze, breiter als eine Pflaume. Die Steine sind grau und grün und blassrosa und ein oder zwei haben die Farbe von Milch. Sie sind in Reihen angeordnet,
und zwischen jeder Reihe verläuft eine feine Linie aus bernsteinfarbenem Staub, der sich über Jahre und Jahre aus der Luft abgesetzt hat und nie gestört wurde, außer vom Straußenfederstab. Ovis geht langsam zum ersten Regal. Sie heben den Stab. Sie führen ihn an der Oberfläche des Regals entlang, ohne Berührung, nur nah, das leiseste denkbare Flüstern von Federn, die durch die Luft streichen. Der Staub erhebt sich. Er erhebt sich, wie ein sehr scheues Tier sich aus dem Schlaf erhebt, langsam, sich in feinen Spiralen nach oben rollend, das bernsteinfarbene Licht einfangend, plötzlich glühend, als hätte jedes Stäubchen sich an ein kleines Lied erinnert und begonnen, es zu singen. Du siehst zu. Der Staub dreht und dreht sich im Mottenlicht. Und du kannst, wenn du sehr genau hinhörst, das sanfte Flüstern der Federn hören und den leisen Puls der Motten über dir und, ganz leise, das Klingen der Stimmgabeln gegeneinander, während Ovis sich verschiebt, um das nächste Regal zu erreichen. Du atmest ein. Du atmest aus. Der Staub atmet mit dir. Ovis geht zum zweiten Regal. Wieder hebt sich der Stab. Wieder dreht sich der Staub. Wieder findet das Mottenlicht jedes Stäubchen und schenkt ihm ein kleines Glimmen, sodass die Luft der Kammer für einen Moment voller winziger bernsteinfarbener Sterne zu sein scheint. Alle langsam, alle sich in geduldigen Spiralen bewegend, die sich in sich selbst falten, so wie Rauch sich in sich selbst faltet über einer warmen Tasse. Du bemerkst, während du dort stehst, dass du seit einigen Minuten an nichts aus deinem Tag gedacht hast. Du versuchst jetzt nicht daran zu denken. Du lässt es dort, wo es ist, still, auf der anderen Seite des Bogens. Ovis arbeitet sich durch die ganze Länge der Kammer. Sie eilen nicht. Jedes Regal braucht genau so lange, wie es braucht. Als der Stab über die letzte Reihe gepresster Flusssteine geglitten ist, hält Ovis inne, neigt den Kopf und lauscht, als prüfe es, ob der Staub sich wieder in die Form gelegt hat, die es sich wünschte. Dann nicken sie, einmal, sich selbst zu, und sie treten durch den nächsten Bogen, und du trittst mit ihnen hindurch. Die zweite Kammer ist die Kammer der ausgemusterten Knopfformen. Sie ist ein wenig länger als die erste, und die Decke ist ein wenig höher, doch immer noch niedrig genug, dass du dich sanft von ihr gehalten fühlst, so wie eine Hand einen kleinen, warmen Vogel umschließt. An den Wänden, in Vitrinen mit Glasfront, beleuchtet nur von Motten, die sich entschieden haben, in den Vitrinen selbst zu ruhen, sitzen die Knopfformen, kleine hölzerne Gestalten und kleine metallene Gestalten und kleine keramische Gestalten, jede geschnitzt oder gegossen, um das Muster eines Knopfes zu prägen, den niemand mehr herstellt. Es sind Hunderte, vielleicht Tausende. Jede Form ist mit einem winzigen Papierschild beschriftet und jedes Schild ist in einer ordentlichen, unhastigen Handschrift geschrieben. Du kannst die Schilder von dort, wo du stehst, nicht lesen und du musst es auch nicht. Es genügt zu wissen, dass jede Form einst Knöpfe gemacht hat. Es genügt zu wissen, dass jeder Knopf einst etwas verschlossen hat. Es genügt zu wissen, dass sie nun alle hier sind, ruhend, und dass sie umsorgt werden. Ovis geht langsam an den Vitrinen entlang. Sie heben die messingnen Stimmgabeln. Sie schlagen eine, ganz sanft, gegen den Rand des Lederbandes. Der leiseste denkbare Ton. Ein Klang wie ein einzelner Wassertropfen, der in eine hölzerne Schale fällt. Der Ton summt in der Luft. Die Motten in den Vitrinen pulsieren ein wenig heller
als hätten sie ihren Namen gehört. Der Staub am Glas erzittert und hebt sich und dreht sich und findet das Mottenlicht. Du siehst, wie die bernsteinfarbenen Stäubchen in den Vitrinen aufsteigen, zwischen den Knopfformen treiben, sich wieder in geduldigen Spiralen niederlassen. Du spürst, ohne recht zu wissen warum, dass dies eine gute Sache ist, dass es eine richtige Sache ist, dass der Staub gewendet werden möchte und die Motten ihm ihr Licht schenken möchten und Ovis nur die stille Hand ist, die dabei hilft, dass dies geschieht. Das Summen der Stimmgabel verklingt. Ovis geht zur nächsten Vitrine. Ein weiterer sanfter Anschlag. Ein weiterer langsamer Ton. Eine weitere geduldige Spirale bernsteinfarbenen Staubs. Du atmest den pudrigen Duft alten Sandsteins ein. Und darunter noch immer die zarte Süße des gezuckerten Birnenwassers, das aus den Futterschalen im Eingangsraum herüberzieht. Die Zeit bewegt sich hier nicht schnell. Die Zeit bewegt sich kaum überhaupt. Als die letzte Vitrine besungen worden ist, hält Ovis an einer kleinen Nische inne, die in die hintere Wand eingelassen ist. In der Nische steht eine hölzerne Futterschale, eine kleine Schale, aus einem einzigen Stück hellen Holzes geschnitzt, mit schmalem Rand und flacher Mulde. Die Mulde ist fast leer. Aus einer Tasche ihrer Schürze zieht Ovis ein kleines Tongefäß und sie schrauben den Deckel ab und sie gießen eine langsame bernsteinfarbene Flüssigkeit in die Schale, nicht mehr als einen Löffel voll. Die Flüssigkeit fängt das Mottenlicht ein und hält es. Die ganze Nische scheint für einen Moment ein wenig wärmer zu glühen. 3 Motten, die nahe der Decke geruht hatten, gleiten herab und lassen sich am Rand der Futterschale nieder. Sie tauchen ihre zarten Münder in das Birnenwasser. Ihre Flügel pulsieren ein wenig heller, langsam, zufrieden. Ovis sieht ihnen einen Moment lang zu und dann, ohne ein Wort, schrauben sie den Deckel wieder auf das Tongefäß und lassen es in eine andere Tasche gleiten. Und sie nicken den Motten einmal zu und die Motten nicken zurück oder scheinen es zu tun, mit einem sanften, langsamen Pulsieren ihrer Flügel. Ovis geht weiter. Du gehst mit ihnen weiter. Die 3. Kammer ist die Kammer der abgelegten Fühler. Hier haben die Motten selbst über viele Jahre hinweg die winzigen gefiederten Fühler zurückgelassen, die sie nicht mehr brauchen. Kleine, blasse Dinge, dünner als ein Haar, gebogen wie die kleinsten Mondsicheln. Sie werden in flachen Schubladen aus dunklem Holz aufbewahrt. Und jede Schublade ist mit ungebleichtem Leinen ausgelegt. Und jeder Fühler ruht auf dem Leinen so sanft wie eine Schneeflocke auf einem Fenstersims. Die Kammer ist sehr still. Selbst die Motten hier scheinen sich stumm zu halten. Sie schweben an Ort und Stelle, ihre Flügel kaum in Bewegung, ihr Licht ruhig und langsam. Du spürst, wie dein eigener Atem sich verlangsamt, um mit ihnen gleichzuziehen. Du spürst, wie deine Schultern noch ein wenig weiter sinken. Du spürst eine Wärme am Rand deiner Ohren, die du zuvor nicht bemerkt hattest. Ovis hebt den Straußenfederstab. Sie öffnen die Schubladen nicht. Sie führen den Stab nur an der Vorderseite der Holzschränke entlang. So leicht, so behutsam, dass der Staub, der sich auf dem Holz abgesetzt hat, sich erhebt, ohne dass etwas davon nach innen treibt. Er erhebt sich und er spiralt und das Mottenlicht findet ihn und er glüht und du siehst ihn an und du atmest und du siehst ihn an. Irgendwo in der Kammer, obwohl du die Quelle nicht sehen kannst, lässt ein Schlüssellochschacht einen kleinen Zug kühler Schluchtluft herein. Sie riecht nach Stein und Abend. Sie bewegt die bernsteinfarbenen Stäubchen nur ein wenig
sodass sie zu neigen scheinen. Alle gemeinsam, als lauschten sie auf etwas in der Schlucht, das nur sie hören können. Dann zieht der Luftzug vorüber und die Stäubchen legen sich zurück in ihre langsamen Spiralen und Ovis geht zum nächsten Schrank. Du bemerkst, während du dort stehst, dass eine einzelne Motte herabgeschwebt ist und sich auf Ovis' linke Schulter gesetzt hat. Ovis dreht den Kopf nicht. Ovis zuckt nicht mit den Schultern. Ovis fährt einfach mit ihrer Arbeit fort. Und die Motte faltet ihre Flügel und ruht. Und ihr langsamer Puls aus bernsteinfarbenem Licht steigt und fällt im Takt von Ovis Atem. Du spürst, dass dies oft geschehen muss. Du spürst, dass die Motten Ovis Schultern sehr gut kennen. Die Runde in dieser Kammer dauert länger als in den anderen. Es gibt viele Schränke. Der Wedel flüstert über viele Flächen. Irgendwo in der Mitte der Arbeit bemerkst du, dass sich eine weitere Motte auf Ovis rechte Schulter gesetzt hat und eine dritte auf den Scheitel ihres Kopfes. Und keine von ihnen hat es eilig, wiederzugehen. Du wirst dir bewusst, dass du sehr still dagestanden hast. Du wirst dir bewusst, dass sich dein Atem verlangsamt hat. Du wirst dir bewusst, dass die Muskeln hinter deinen Augen weich geworden sind. So wie ein Vorhang weich wird, wenn der Wind, der ihn gehoben hatte, ihn loslässt. Wenn der letzte Schrank versorgt ist, nimmt Ovis ein kleines, leinengebundenes Register von einem Regal neben der Tür. Es ist ein schlichtes Buch, in ungefärbtes Leinen gebunden, mit einer kleinen Messingschließe. Sie öffnet die Schließe und sie zieht einen Bleistiftstummel aus einer Schürzentasche. Und sie schreibt in kleinen, sauberen Buchstaben eine einzelne Zeile. Die Luftfeuchtigkeit der Kammer vielleicht. Oder die Zahl der Motten. Oder irgendeine andere stille Tatsache, die nur das Register wissen muss. Dann schließt sie das Buch und es gibt das gedämpfte Klicken des leinengebundenen Verzeichnisses, das sich schließt, und sie schiebt es zurück auf sein Regal. Sie tritt durch den nächsten Bogen. Du trittst mit ihr hindurch. Die Motten auf ihren Schultern und ihrem Kopf bewegen sich nicht. Sie reisen mit Ovis, sanft leuchtend, wie kleine warme Laternen, die ohne Hände getragen werden. Die 4. Kammer ist die Kammer der gepressten Blätter. Vor langer Zeit, niemand weiß mehr genau wann, hat jemand Blätter von den Bäumen entlang des Canyonrands gesammelt und sie zwischen Bögen dünnen Papiers gepresst. Die Blätter haben nun die Farbe von Tee, von Honig und altem Pergament. Sie werden in breiten, flachen Schubladen aufbewahrt. Und an den Wänden der Kammer hängen einige der größeren Blätter, schlicht in hellem Holz gerahmt, sanft leuchtend, wenn das Mottenlicht über sie streicht. Der Raum riecht nach trockenem Papier und nach dem Sandstein und immer noch nach gezuckertem Birnenwasser. Diese sanfte Süße verlässt die Luft nie ganz. Sie folgt dir von Kammer zu Kammer, so wie ein vertrautes, leises Lied dir in einem Haus, das du gut kennst, von Zimmer zu Zimmer folgt. Ovis beginnt die Arbeit von Neuem. Der Wedel aus Straußenfedern hebt sich. Der Staub wirbelt auf. Das Mottenlicht findet ihn. Die bernsteinfarbenen Stäubchen wirbeln über den flachen Schubladen durch die Luft, treiben langsam zu den gerahmten Blättern an den Wänden, sammeln sich dort einen Moment, als grüßten sie alte Freunde, und zerstreuen sich dann wieder in die warme, geduldige Luft. Du betrachtest die gerahmten Blätter. Ihre Ränder sind weich, ihre Adern sind sichtbar und zart und gezeichnet wie die kleinsten Flüsse. Sie brauchen dich nicht, um erkannt zu werden. Sie brauchen niemanden, um erkannt zu werden. Sie müssen nur hier sein, sanft, im Mottenlicht,
und Ovis wandert mit dem Wedel die Wand entlang. Und die Blätter empfangen ihren Anteil an Glanz. Und das ist genug. Am hinteren Ende der Kammer wartet ein weiterer Tränknapf in einer weiteren Nische. Ovis zieht den Tonkrug aus ihrer Schürze. Sie schraubt den Deckel ab. Sie gießt ein kleines Maß Birnenwasser in die Mulde. 2 Motten schweben von der Decke herab und lassen sich am Rand nieder. Ihre Flügel pulsieren ein wenig heller. Ovis nickt ihnen zu. Sie nicken zurück, langsam, mit einem kleinen Neigen ihrer leuchtenden Flügel. Du bemerkst an diesem Punkt der Runde, dass du nicht mehr genau weißt, wie lange du schon hier bist. Die Zeit im Reliquiar wird nicht gemessen. Sie wird nur gewendet, wie der Staub, sanft, in langsamen bernsteinfarbenen Spiralen. Ovis hebt das leinengebundene Register erneut. Sie schreibt eine weitere stille Zeile. Das gedämpfte Klicken der Schließe. Das Buch kehrt an sein Regal zurück. Sie tritt durch den nächsten Bogen. Du trittst mit ihr hindurch. Die 5. Kammer ist ein wenig anders als die anderen. Sie ist rund. Wirklich rund. Wie das Innere einer Schale. Der Boden wölbt sich sanft nach oben, um die Wände zu treffen. Und die Wände wölben sich sanft nach oben, um die Decke zu treffen, sodass du, wenn du im Zentrum der Kammer stehst, das Gefühl hast, in einem sehr großen, weichen Ei zu stehen. Einem Ei aus hellem Sandstein, vom Licht vieler Motten in die Farbe von Honig getaucht. Dies ist die Kammer der vergessenen kleinen Werkzeuge. Kleine Werkzeuge, deren Namen niemand mehr erinnert. Fingerhutgroße Dinge, geschnitzt aus Knochen und aus Kirschholz und aus blassem Metall. Jedes einst benutzt, um eine geduldige Aufgabe zu verrichten. Jedes nun im Ruhestand, ruhend auf kleinen Kissen aus ungebleichtem Leinen in einem niedrigen Ring hölzerner Vitrinen, der sich rings um die gesamte gewölbte Wand zieht. Die Motten in dieser Kammer versammeln sich gern genau in der Mitte der Decke. Es sind vielleicht 2 Dutzend, die dort langsam schweben. Ihre Flügel pulsieren ein wenig nacheinander. Eine und dann die nächste und dann die nächste, sodass eine langsame Welle aus bernsteinfarbenem Licht in einem Kreis über deinem Kopf zieht und sich dann umkehrt und in die andere Richtung wandert. Du beobachtest diese Welle eine Weile und du spürst, wie dein eigener Herzschlag langsamer wird. Und du spürst, ganz leise, dass alles gut ist. Ovis wandert langsam die gewölbte Wand entlang. Der Wedel aus Straußenfedern flüstert über jede Vitrine. Der Staub steigt in geduldigen Spiralen auf. Das Mottenlicht findet ihn. Die bernsteinfarbenen Stäubchen treiben nach oben und gesellen sich zur langsamen Welle in der Mitte der Decke. Und einen Moment lang ist die Kammer erfüllt von bewegtem, warmem Licht, sanft wie ein Wiegenlied, sanft wie ein Atemzug, nur so lange gehalten, um wieder losgelassen zu werden. Die Motte auf Ovis linker Schulter regt sich, hebt ab und schwebt nach oben, um sich der Welle an der Decke anzuschließen. Eine andere Motte schwebt von der Decke herab und lässt sich an ihrer Stelle nieder. Ovis scheint es nicht zu bemerken. Ovis setzt ihren langsamen, achtsamen Gang um die gewölbte Wand fort. Die Motten, so erkennst du, wechseln einfach die Schicht. Sie fahren abwechselnd auf Ovis Schultern mit. Es ist eine sehr alte Abmachung. Sie wird nicht ausgesprochen. Sie ist einfach. Wenn Ovis den vollen Kreis der Kammer beendet hat, hält sie in der Mitte des Raumes inne. Sie hebt die Stimmgabeln aus Messing. Sie schlägt eine sanft gegen die Lederschnur und dann eine weitere und dann eine dritte. 3 sanfte Töne, einer nach dem anderen, jeder ein wenig tiefer als der letzte.
Die 3 Töne verweben sich zu einem einzigen tiefen Summen. Und das Summen treibt nach oben. Und die Motten dort oben empfangen es. Und ihre langsame Welle des Lichts wechselt den Rhythmus. Ein wenig langsamer, ein wenig runder, ein wenig tiefer. Du spürst das Summen in deiner Brust. Du spürst, wie es etwas hinter deinen Rippen weich werden lässt, von dem du nicht bemerkt hattest, dass es sich noch am Tag festhielt. Du atmest ein, du atmest aus. Das Summen verklingt. Ovis hebt das leinengebundene Register. Eine weitere Zeile wird geschrieben. Das gedämpfte Klicken der Schließe. Das Buch kehrt an sein Regal zurück. Sie tritt durch den nächsten Bogen. Du trittst mit ihr hindurch. Die 6. Kammer ist die Kammer der unvollendeten Karten. Entlang der Wände sind Dutzende Karten angeheftet. Alte, von Hand auf dünnes Papier gezeichnet, die Orte zeigen, zu denen niemand mehr geht. Oder vielleicht Orte, zu denen nie jemand wirklich gegangen ist. Oder vielleicht Orte, die nur in den Karten selbst existieren. Die Karten sind unvollendet. Jede bricht auf halbem Weg ab. Jede hat einen Rand, an dem die Feder einfach abgehoben wurde und das Papier blass blieb. Und der Kartenmacher, wer immer er war, nicht mehr zu ihr zurückkehrte. Du findest das nicht traurig. Hier, im Mottenlicht, ist nichts traurig. Die unvollendeten Karten ruhen still, so wie ein Satz ruht, wenn er gesagt hat, was er sagen musste. Die blassen Ränder des Papiers leuchten sanft im bernsteinfarbenen Licht. Die Federstriche, die es gibt, haben die Farbe alten Tees. Und sie winden sich und verzweigen sich und verblassen. Und es ist genug. Ovis geht langsam an den Wänden entlang. Der Straußenfederstab flüstert über jede Karte, ohne sie zu berühren, nur nah, und lockt den Staub, der sich in den Ecken des Papiers gesammelt hat, dazu aufzusteigen und sich zu drehen und zu glühen. Die bernsteinfarbenen Stäubchen treiben über die gezeichneten Teile der Karten hinaus und über die blassen, unvollendeten Teile, und sie scheinen keinen dem anderen vorzuziehen. Sie kreisen mit gleicher Geduld über beiden. Du erkennst, dass dies eine der kleinen sanften Weisheiten des Reliquiars ist. Der Staub wählt nicht. Das Mottenlicht wählt nicht. Was hier ist, erhält seinen Anteil am Glühen. Was noch nicht vollendet ist, erhält seinen Anteil am Glühen. Was vergessen ist, erhält seinen Anteil am Glühen. Die Räume sind nicht in wichtige und unwichtige Dinge unterteilt. Sie sind nur in Räume unterteilt. Und die Räume sind nur dafür da, dem Staubdreher zu helfen, seine Arbeit in einer überschaubaren Reihenfolge zu tun. Du atmest den pudrigen Duft alten Sandsteins ein. Du atmest aus. Am hinteren Ende der Kammer ein weiterer Tränkbehälter. Ein weiteres kleines Maß Birnenwasser. Wieder 2 Motten, die ihre feinen Münder zum Trinken hinabsenken. Ovis nickt ihnen zu. Sie nicken zurück. Das leinengebundene Register wird gehoben. Eine weitere stille Zeile. Das gedämpfte Klicken der Schließe. Das Buch wird zurückgelegt. Sie treten durch den nächsten Bogen. Du trittst mit ihnen hindurch. Die 7. Kammer ist die kleinste von allen. Sie ist kaum größer als eine Kammertür. Und die Decke ist so niedrig, dass selbst Ovis, die nicht groß sind, den Kopf leicht neigen müssen, um darunter hindurchzugehen. Du tust dasselbe. Das Mottenlicht in dieser Kammer ist matter als in allen anderen. Vielleicht nur ein Dutzend Motten, die in einem langsamen, trägen Muster über einem einzigen niedrigen Regal treiben. Auf dem Regal, allein, ruht eine kleine Keramikschale. In der Schale liegt eine einzelne Feder, eine weiche Daunenfeder, cremefarben, nicht größer als die Kuppe deines Daumens. Es gibt kein Schild, es gibt keine Erklärung. Es gibt nur die Feder
und die Schale und das Dutzend langsamer Motten darüber. Du weißt nicht, was diese Feder ist oder war oder bedeutet. Du musst es nicht wissen. Ovis stehen einen langen, stillen Moment vor dem Regal und ihr Gesicht ist ruhig und ihre Augen ruhen auf der Feder mit derselben gewöhnlichen, sanften Aufmerksamkeit, die sie an diesem Abend allem anderen geschenkt haben. Dann heben Ovis den Straußenfederstab und sie führen ihn einmal sehr langsam über die Keramikschale. Der Staub steigt auf. Er steigt in der kleinsten, weichsten Spirale auf, so klein, dass sie in deiner Handfläche ruhen könnte. Das Mottenlicht findet ihn und er glüht und er dreht sich und er legt sich wieder um die Feder wie ein sanfter Atem. Ovis senken den Stab. Sie heben in dieser Kammer das Register nicht. Hier gibt es nichts festzuhalten. Sie nicken nur einmal dem Regal zu und dann wenden sie sich um und sie treten zurück durch den Bogen, den Weg, den sie gekommen sind. Du folgst ihnen. Nun ist die Runde getan. Alle 7 Kammern sind versorgt. Über jedes Regal ist mit dem Straußenfederstab geflüstert worden. Zu jedem Schaukasten ist mit den Messingstimmgabeln gesungen worden. Jeder Tränkbehälter ist mit gesüßtem Birnenwasser aufgefüllt worden. Jede Staubschicht ist behutsam in die langsamen Spiralen gedreht worden, die es dem Mottenlicht erlauben, sie zu finden. Ovis gehen ohne Eile durch die Kammern zurück, durch die 6., durch die 5., durch die 4., durch die 3., durch die 2., durch die 1. Und jede Kammer ist jetzt stiller als zu Beginn der Runde, als ob die Räume selbst sich in ihre Abendruhe niederlegten. Die Motten pulsieren ein wenig langsamer. Das bernsteinfarbene Licht scheint sich zu vertiefen, wärmer, honigfarben, und breitet sich sanft entlang der niedrigen Decken aus, breitet sich sanft entlang der hölzernen Regale aus, breitet sich sanft entlang der blassen Sandsteinwände aus. Du gehst mit Ovis im dämmerigen Honigglühen und du spürst, dass auch deine Schritte leiser geworden sind, ohne dass du es versucht hättest. Du spürst, dass sich dein Atem verlangsamt hat, ohne dass du es versucht hättest. Du spürst, dass jede Last, die du in das Reliquiar hineingetragen hast, irgendwo zwischen der 3. und der 5. Kammer abgenommen und auf ein Regal gelegt und ihres Anteils am Glühen teilhaftig gemacht wurde und dort belassen, in der sicheren und geduldigen Obhut des Mottenlichts. Schließlich erreichen Ovis die Eingangskammer, doch sie treten nicht durch den äußeren Bogen hinaus in die Schlucht. Stattdessen wenden sie sich um und sie führen dich zu einem Durchgang, den du zuvor nicht bemerkt hast. Ein niedriger Bogen an einer Seite der Eingangskammer, halb verborgen von der Wölbung der Wand, der sich in einen weiteren und wärmeren Raum öffnet. Du folgst ihnen hindurch und du findest dich im zentralen Atrium des Reliquiars wieder. Das Atrium ist das Herz dieses Ortes. Es ist rund und größer als jede der 7 Kammern und seine Decke wölbt sich sanft aufwärts zu einer weichen Kuppel. Über der Kuppel, oder vielleicht in die Kuppel selbst hineingewoben, schweben Motten in weit größerer Zahl als in irgendeiner der Kammern. Hunderte von ihnen, vielleicht mehr. Sie treiben in langsamen, sich überlagernden Kreisen und ihr bernsteinfarbenes Licht erfüllt das ganze Atrium mit einem warmen Honigglühen, das nicht ganz hell und nicht ganz gedämpft ist, sondern genau die Farbe einer Kerze hat, die hinter ein Blatt dünner goldener Seide gehalten wird. Der Boden des Atriums ist wie kein Boden, auf dem du je gestanden hast. Jahrhunderte bernsteinfarbenen Staubes
haben sich hier abgesetzt und wieder abgesetzt und noch einmal abgesetzt und sind vom langsamen Schritt vieler stiller Füße weichgetreten worden, bis der Boden zu einer warmen, pudrigen Schicht geworden ist, weich wie feines Mehl, tief genug, um ein wenig darin einzusinken, warm genug, dich wie eine vertraute Hand aufzunehmen. Ovis halten am Rand des Atriums inne. Sie beugen sich und sie streifen ihre weichen Schuhe ab und sie stellen sie ordentlich an die Seite des Bogens. Ihre Füße stecken in Strümpfen, dicken, warmen Strümpfen, blass wie ungebleichtes Leinen. Sie treten auf den warmen Staubboden und ihre bestrumpften Füße sinken sanft hinein und der feine bernsteinfarbene Puder steigt in einer kleinen weichen Wolke um ihre Knöchel auf und legt sich dann wieder. Du tust dasselbe. Du streifst ab, was auch immer deine Füße tragen, und du legst es ordentlich beiseite und du trittst auf den warmen Staubboden. Er ist warm. Er ist wärmer, als du erwartet hättest. Er ist warm auf die Art, wie ein Stein am Herd warm ist. Geduldig, tief, jene Art von Wärme, die sich den ganzen Tag gesammelt hat und nun bereit ist, sich zu teilen. Der Staub steigt sanft um deine Knöchel auf und legt sich wieder, und du machst einen weiteren Schritt, und er steigt auf, und er legt sich. Du spürst mit einem Mal, dass sich deine Füße seit sehr langer Zeit nirgends so willkommen gefühlt haben. Ovis gehen langsam zur Mitte des Atriums. Du gehst mit ihnen. Der Boden fühlt sich an wie Mehl und wie Sand und wie etwas Wärmeres als beides. Das bernsteinfarbene Licht rieselt von den Motten oben herab, pulsiert langsam und gleichmäßig, pulsiert wie Atem, pulsiert wie die langsame Tide eines sehr kleinen, gütigen Meeres. In der Mitte des Atriums gibt es keine Stühle. Es gibt nur 2 niedrige, runde Kissen, auf dem Staubboden abgelegt, aus demselben ungebleichten Leinen wie alles andere. Ovis lassen sich auf eines der Kissen nieder und sie schlagen langsam die Beine übereinander und sie legen ihre Hände, die Handflächen nach oben, auf ihre Knie. Die Motten auf ihren Schultern und auf dem Scheitel ihres Kopfes regen sich leicht, richten sich neu aus, kommen wieder zur Ruhe. Du lässt dich auf das andere Kissen nieder. Du nimmst dir einen Moment, um deine Beine bequem zu ordnen, wie immer sie geordnet sein möchten. Du legst deine Hände dorthin, wohin deine Hände sich legen möchten. Der warme Staub legt sich sanft um die Ränder deines Kissens. Du atmest ein. Du atmest aus. Ovis heben die messingnen Stimmgabeln noch einmal an. Sie schlagen eine sacht gegen die Lederschnur und dann eine zweite und dann eine dritte. Dieselben 3 tiefen Töne wie zuvor, die sich zu einem einzigen warmen Summen zusammenfalten. Das Summen treibt nach oben. Die Motten oben empfangen es. Ihre langsamen Kreise werden noch langsamer. Ihr bernsteinfarbenes Pulsieren wird tiefer. Das ganze Atrium summt, ganz leise, an der Grenze des Hörbaren. Das Summen verklingt. Ovis legen die Stimmgabeln neben sich auf das Kissen und sie heben das leinengebundene Register an und sie schlagen es auf und sie schreiben eine letzte Zeile. Nicht die Luftfeuchtigkeit, nicht die Mottenzahl, sondern etwas anderes, etwas Kleines und Stilles, das sie nur ganz am Ende jedes Abends schreiben. Dann schließen sie das Register, das gedämpfte Klicken des Verschlusses. Das Buch ruht auf dem Kissen neben den Gabeln. Das Tagwerk des Abends ist getan. Du sitzt eine Weile im warmen Honigglanz. Nichts muss als nächstes geschehen. Nichts wird als nächstes geschehen. Die Motten kreisen über dir, langsam und gleichmäßig, pulsieren wie Atem. Der warme Staub ruht sanft um deine Knöchel. Der pudrige Duft
alten Sandsteins zieht durch die Luft und darunter noch immer die zarte Süße von Birnenwasser mit Zucker. Ovis haben die Augen geschlossen. Sie schlafen nicht ganz, aber sie sind sehr nahe daran. Ihr Atem ist langsam, ihre Schultern sind weich. Die 3 Motten, die auf ihnen reiten, pulsieren in sanftem Rhythmus mit ihrem Atem. Du lässt deine eigenen Augen weich werden. Du musst sie noch nicht schließen, wenn du es nicht möchtest. Du musst sie nur ruhen lassen, musst sie aufhören lassen zu suchen, aufhören lassen zu spähen, aufhören lassen, irgendetwas festzuhalten. Das bernsteinfarbene Licht im Atrium ist sanft genug, dass selbst offene Augen darin ruhen können. Das Licht verlangt nicht, es bietet nur an. Du spürst, während du auf dem Kissen sitzt, dass dein Körper ein wenig schwerer geworden ist, als er war, als du kamst. Nicht auf beschwerliche Weise, auf gute Weise. So wie eine gute Decke schwerer ist als eine dünne und willkommener. Deine Schultern haben sich gesenkt, dein Kiefer ist weich geworden, deine Hände sind offen oder ruhen oder sind lose gekrümmt, wie immer sie sich entschieden haben. Deine Füße im warmen Staub sind wärmer, als sie es seit einiger Zeit waren. Über dir treibt eine Motte aus dem Kreis in der Kuppel herab. Sie sinkt langsam, ihr bernsteinfarbenes Licht pulsiert sanft und sie setzt sich an den Rand deines Kissens. Nicht auf dich, nur nahe bei dir, als wolle sie dir Gesellschaft leisten. Ihre Flügel falten sich, ihr Glühen wird weicher. Sie ruht. Eine weitere Motte treibt herab. Sie lässt sich an deiner anderen Seite nieder. Eine weitere. Nach einer Weile, du weißt nicht, wie lange, liegt ein kleiner stiller Ring von Motten rings um den Rand deines Kissens. Jede von ihnen sanft glühend, jede von ihnen lichtatmend. Du spürst, dass du gehalten wirst. Sicher, warm, in einer kleinen Lache aus Bernstein. Du spürst, dass hier nichts dich beunruhigen kann. Ovis auf ihrem Kissen atmen langsam ein und langsam aus. Du atmest mit ihnen ein und aus, ein und aus. Die Zeit im Reliquiar wird nicht gemessen. Sie wird nur gewendet, wie der Staub, sanft, in langsamen, bernsteinfarbenen Spiralen. Die Motten oben ziehen weiter ihre langsamen Kreise. Ihr Licht pulsiert wie eine sehr leise Tide. Steigend, fallend, steigend, fallend. Dein Atem bewegt sich mit der Tide. Deine Brust hebt sich und senkt sich, hebt sich und senkt sich. Du denkst ganz sanft aus großer Ferne an die 7 Kammern, durch die du an diesem Abend gegangen bist. Die gepressten Flusssteine, die ausgedienten Knopfformen, die abgeworfenen Fühler, die gepressten Blätter, die vergessenen kleinen Werkzeuge, die unvollendeten Karten, die einzelne Feder in der keramischen Schale. Jedes von ihnen sitzt nun still in seiner eigenen Kammer, empfängt seinen Anteil am bernsteinfarbenen Glühen. Für jedes von ihnen wird gesorgt. Jedes von ihnen ist geborgen. Keines von ihnen braucht, dass du dich an es erinnerst. Sie sind einfach da, im Mottenlicht, geduldig, warm, ohne Eile. Du darfst sie loslassen. Du darfst sie loslassen. Alles, was du mit dir in das Reliquiar getragen hast, darf auch hier ruhen. Jede kleine Sorge des Tages, jede kleine Aufgabe, die unerledigt blieb, jedes kleine Wort, von dem du wünschst, du hättest es gesagt oder wünschst, du hättest es nicht gesagt. Leg es sanft auf irgendein Regal, das dir gefällt. Der Staubwender wird an einem künftigen Abend darüber hinweggehen und das Mottenlicht wird es finden und es wird glühen und es wird genug sein. Du musst die Arbeit nicht tun. Die Arbeit wird getan.
Die Motten oben pulsieren jetzt ein wenig langsamer. Das bernsteinfarbene Glühen vertieft sich um noch einen Ton. Honigfarbene Schatten strecken sich entlang der niedrigen Bögen an den Rändern des Atriums, weich und warm. Der pudrige Duft alten Sandsteins, die zarte Süße von Birnenwasser, das Flüstern der Federn, nun verstummt, das feine Klingen der messingenen Stimmgabeln, nun verstummt, das gedämpfte Klicken des leinengebundenen Registers, geschlossen. Alles ist geschlossen. Alles ist in Ruhe. Du spürst, wie deine Lider schwerer werden. Du darfst sie nun schließen, wenn sie es möchten. Oder du darfst sie noch ein wenig länger offen halten, ruhend im sanften, bernsteinfarbenen Licht. Es gibt keinen falschen Weg, hier zu ruhen. Wenn deine Augen sich schließen, wirst du das Mottenlicht immer noch sehen. Es wird hinter deinen Lidern glühen, sanft, warm, und es wird mit deinem Atem pulsieren. Und es wird dich behutsam weitertragen in den Schlaf. Der Canyon draußen ist jetzt dunkel. Das schmale Band aus Gold am Rand ist zu einem tiefen Blau verblasst. Und das Blau ist zu Schwarz verblasst. Und das Schwarz ist weich und mit langsamen Sternen betupft. Kühle Canyonluft sickert durch die schlüssellochförmigen Lüftungen herein, bewegt die bernsteinfarbenen Staubteilchen nur ganz leicht und zieht weiter. Das Reliquiar ist warm. Das Atrium ist warm. Du bist warm. Ovis atmen langsam. Ein und aus. Die Motten oben pulsieren langsam. Steigend, fallend. Der warme Staub hält dich, sanft, geduldig. Du musst für nichts mehr wach bleiben. Du musst der Geschichte nicht weiter folgen. Die Geschichte wird sich selbst hüten. Der Staub wird sich weiter wenden. Die Motten werden weiter glühen. Ovis werden ihre geduldige Wache weiterhalten. All das wird weitergehen, sanft, ob du hier bist, um es zu sehen oder nicht. Du darfst gehen, nicht hinaus, nicht zurück durch den Bogen, nicht den Canyonpfad hinauf, nicht fort, nur nach innen, nur nach unten, in den Schlaf. Das Mottenlicht wird dir folgen, soweit es kann. Der warme Staub wird dir folgen, soweit er kann. Das langsame Pulsieren des Bernsteins wird dir den ganzen Weg hinabfolgen. Lass deinen Atem noch langsamer werden. Lass ihn so langsam sein, wie er es möchte. Lass ihn so klein sein, wie er es möchte. Es bleibt nichts mehr zu tun. Das bernsteinfarbene Licht pulsiert, steigt, fällt. Die Falter kreisen. Langsam, langsam. Der warme Staub bettet dich. Ovis atmen. Du atmest. Der Raum atmet. Ruh dich nun aus. Ruhe. Das Falterlicht wird Wache halten. Der Staubwender wird Wache halten. Der Canyon wird Wache halten. Du hast nichts zu halten. Du hast nichts zu tragen. Du hast nur zu ruhen. Warmer Staub. Bernsteinschein. Langsamer Atem. Stiller Raum. Warmer Staub. Spaß Bernsteinschein. Langsamer Atem. Ihren warm. Bernstein. Langsam. Ruh dich nun aus. Ruhe. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das Reliquiar bleibt bestehen, auch wenn deine Augen schwer geworden sind. Die bernsteinfarbenen Stäubchen setzen ihr langsames Steigen und Sinken fort. Ovis sitzt weiter, geduldig wie ein Stein, der zu atmen gelernt hat. Die Falter setzen ihr langes Kreisen fort, ein blasses Rad aus Licht unter dem gewölbten Deckengrund, und nichts davon verlangt etwas von dir. Du darfst nun forttreiben und zurücktreiben und wieder forttreiben. Die Geschichte wird noch hier sein. Der Canyon wird noch hier sein. Der warme Staub wird noch hier sein. Wenn du merkst, dass du noch zuhörst, ist das in Ordnung. Wenn du merkst, dass du halb hier bist und halb anderswo, ist das in Ordnung. Es gibt keine falsche Art,
im Reliquiar zu ruhen. Es gibt keine falsche Art, loszulassen. Ovis hebt langsam eine Hand und dreht das kleine Messingrad am Fuß der größten Laterne. Das Rad klickt einmal, dann noch einmal, dann noch einmal. Mit jedem Klick wird das bernsteinfarbene Licht um das kleinste Maß weicher, eine Stufe hinab und noch eine Stufe hinab und noch eine. Der Raum wird gedämpfter, sanfter, freundlicher für die Augen. Du spürst die Veränderung eher als Wärme, denn als Dunkelheit. So wie eine Hand über eine Kerze gelegt wird, nicht um sie zu ersticken, sondern um sie zu beschirmen. So wie sich ein Abend über einen Hügel senkt, einen weichen Grat nach dem anderen. Die Falter spüren das Dämpfen und verlangsamen ihr Kreisen noch weiter. Ihre Flügel, die zuvor die Farbe sonnigen Honigs hatten, vertiefen sich nun zur Farbe von Honig in einem Schrank. Ihre Bahn weitet sich. Ihr Pulsieren wird länger, steigend, fallend, steigend, fallend. Der warme Staub, der in langsamen Spiralen getrieben war, beginnt sich zu setzen. Ein paar Stäubchen auf einmal senken sich auf den Boden des Atriums, auf die Sockel der Nischen, auf die Falten von Ovis Gewand. Die Luft wird klarer, das Licht wird weicher, der Raum wird noch stiller. Irgendwo, weit hinten im Canyon, läutet eine Glocke einmal. Nur ein einziges Mal. Es ist die kleine Glocke am oberen Ende des Pfads, jene, die die Wände der Stunde markiert. Ihr Klang wandert die Steinwände hinab, faltet sich mit jeder Falte kleiner zusammen, bis er, wenn er das Reliquiar erreicht, nur noch die Erinnerung an eine Glocke ist. Ein Verstummen in einem Verstummen. Du hörst sie, oder vielleicht fühlst du sie nur. Es ist einerlei. Ovis neigt bei dem Klang den Kopf. Ein kleines Anerkennen. Nicht mehr. Dann kehren sie zurück in ihre geduldige Stille, die Hände auf den Knien gefaltet, den Atem langsam, die Augen halb geschlossen und gütig. Der Canyon draußen ist ein langes, dunkles Band unter einem Himmel voll stiller Sterne. Der Pfad, der dich hierher geführt hat, ist kühl geworden mit dem Abend. Die Laternen, die ihn säumten, jene, an denen du auf dem Weg herab vorbeigingst, jene mit dem kleinen bemalten Glas, haben sich ebenfalls gedämpft, eine nach der anderen, im Einklang mit dem Reliquiar. Das ganze Tal legt sich zur Ruhe. Das ganze Tal dämmert ein. Das ganze Tal geht mit dir zusammenschlafen. Da draußen gibt es nichts, das deine Aufmerksamkeit braucht. Hier drinnen gibt es nichts, das deine Aufmerksamkeit braucht. Es gibt nur den warmen Staub und den bernsteinfarbenen Schein und den langsamen Atem und den stillen Raum. Lass deine Schultern schwerer werden. Lass deine Hände schwerer werden. Lass die kleinen Muskeln rund um deine Augen weich werden und weicher und noch weicher. Lass deinen Kiefer sich lösen. Lass deine Zunge sanft hinter deinen Zähnen ruhen. Lass den Scheitel deines Kopfes warm und leicht werden. Das Falterlicht wird das Übrige tun. Der Staub wird das Übrige tun. Ovis wird das Übrige tun. Ein einzelner Falter treibt vom Rad droben herab. Er umkreist das Atrium einmal, langsam, als prüfte er die letzten Ecken des Tages. Er streift über die Nischen. Er streift über die Reliquiarkrüge. Er streift über Ovis gefaltete Hände. Dann treibt er endlich zu dem kleinen Bord neben der Stelle, an der du ruhst, und lässt sich dort nieder, Flügel gefaltet, das Leuchten niedrig und stetig, wie eine kleine Lampe, die man am Bett brennen lässt. Er wird die Nacht hindurch Wache halten. Du musst es nicht. Die anderen Falter setzen ihr weites, langsames Kreisen fort. Sie werden bis zum Morgengrauen kreisen. Sie werden kreisen
ob du zusiehst oder nicht. Sie kreisen hier schon eine lange, lange Zeit. Sie kennen die Form des Raumes. Sie kennen die Form der Stunden. Sie wissen, wie man die Stille ungebrochen hält. Du spürst nun den ganzen Canyon um dich herum, wie er das Reliquiar hält, so wie eine Hand eine kleine warme Tasse hält. Die Steinwände, den langen Pfad, die fernen Terrassen, wo Laternen von anderen geduldigen Händen gedämpft werden, die kleinen Wasserbecken am Grund des Canyons, wo Nachtwesen mit weichen Pfoten kommen, um lautlos zu trinken, die Sterne, hoch und kalt und schön, die ihre langen, langsamen Muster droben halten. All das hält dich, all das hält Ovis, all das hält das Falterlicht und den warmen Staub und den bernsteinfarbenen Schein. Nichts ist am falschen Ort. Nichts fehlt. Nichts ist verkehrt. Ovis greift langsam in eine kleine Tasche an ihrer Seite und zieht ein zusammengefaltetes Tuch hervor. Sie falten es auf. Einmal und noch einmal und noch einmal, bis es offen über ihren Knien liegt. Ein Quadrat aus weichem, blassem Leinen. An den Rändern mit einem Faden in der Farbe von Bernstein bestickt. Sie streichen es sanft mit der Fläche einer Hand glatt. Einmal, zweimal, dreimal. Dann nehmen sie aus einer anderen Tasche einen kleinen Messingfingerhut und setzen ihn in die Mitte des Tuchs. Und eine kleine, stumpfe Schere. Und eine Spule desselben bernsteinfarbenen Fadens. Das sind die Werkzeuge, mit denen sie die Flügel müde gewordener Falter ausbessern. Aber keiner der Falter ist heute Nacht müde. Alle kreisen gut. Also ordnet Ovis die Werkzeuge nur sorgfältig auf dem Tuch, faltet die Hände wieder darüber und wartet, geduldig wie eh und je, falls ein Falter herabkommen sollte, der Hilfe braucht. Keiner wird kommen. Die Nacht ist eine Stille. Doch Ovis wartet dennoch. Das ist ihre geduldige Arbeit. Das ist es, was sie seit Jahren tun und noch viele Jahre lang tun werden. Du beobachtest dieses Ordnen durch Lider, die eher geschlossen als offen sind. Du beobachtest, wie der kleine Messingfingerhut das bernsteinfarbene Licht auffängt. Du beobachtest, wie das blasse Leinen leise leuchtet, als wäre es selbst eine Art Falter. Du beobachtest, wie Ovis Hände zur Ruhe kommen. Und deine eigenen Hände kommen zur Ruhe. Und dein eigener Atem kommt zur Ruhe. Und das ganze Reliquiar kommt zur Ruhe. Einen Grad tiefer, hinein in das lange, langsame Verstummen der Nacht. Irgendwo misst ein sehr kleines Geräusch, vielleicht das Ticken einer unsichtbaren Uhr, vielleicht das Setzen eines Steines, vielleicht nur der Schlag deines eigenen stillen Herzens. Die Sekunden ab, ohne sie zu drängen. Tick, tick, tick. Jedes leiser als das vorige, jedes ferner als das vorige. Tick, tick, tick. Das bernsteinfarbene Licht pulsiert, steigt, sinkt. Die Motten kreisen. Langsam, langsam. Der warme Staub legt sich nieder. Ovis atmet. Du atmest. Der Raum atmet. Wenn du merkst, dass deine Gedanken jetzt wandern, zu irgendeiner kleinen Sache, die du heute getan hast, oder zu irgendeiner kleinen Sache, die du nicht getan hast, lass sie wandern. Folge ihnen nicht. Lass sie treiben, so wie die Motten treiben, in weiten, langsamen Kreisen. Und lass sie zurückkehren. Oder nicht zurückkehren, ganz wie sie wollen. Du bist heute Nacht nicht der Hüter deiner Gedanken. Ovis ist heute Nacht der Hüter von allem. Das Mottenlicht ist der Hüter. Der warme Staub ist der Hüter. Du bist nur der Gast. Du bist nur derjenige, der gehalten wird. Du hast hier keine Arbeit. Du hast keine Wache zu halten. Du hast nur die lange, langsame Erlaubnis zu ruhen. Die Schlucht wird ein wenig dunkler.
das Reliquiar wird ein wenig dunkler. Ovis, ohne sich zu bewegen, scheint ebenfalls ein wenig zu verblassen, wird weniger eine Gestalt und mehr eine Wärme, weniger eine Form und mehr eine Gegenwart. Die ganze Welt löst behutsam ihre Ränder. Die Nischen mit ihren kleinen Gefäßen sind jetzt weiche Verschwommenheiten aus Schatten und Gold. Die Regale des Reliquiars mit ihren winzigen Laternen sind jetzt weiche Verschwommenheiten aus Schatten und Gold. Die Gewölbedecke über dir ist eine weiche Verschwommenheit aus Schatten und Gold. Der Boden unter dir ist eine weiche Verschwommenheit aus Schatten und Gold. Alles ist bernsteinfarben. Alles ist warm. Alles ist weich. Du bist jetzt irgendwo zwischen Wachen und Schlaf. Die lange, sanfte Schwelle, an der die Welt beginnt, sich zusammenzufalten. Du musst die Schwelle nicht schnell überschreiten. Du musst sie überhaupt nicht überschreiten, wenn du es nicht willst. Du darfst hier verweilen, solange du magst. Die Schwelle ist ein freundlicher Ort. Die Schwelle ist ein warmer Ort. Die Schwelle ist der Ort, an dem das Mottenlicht wohnt. Ovis wird dich nicht drängen. Der Staub wird dich nicht drängen. Die Motten werden dich nicht drängen. Die Schlucht wird dich nicht drängen. Eine zweite Motte gleitet herab. Sie kreist einmal. Sie lässt sich neben der ersten nieder, auf dem kleinen Bord in der Nähe deines Ruheplatzes. Ihr Glühen, tief und stetig, gesellt sich zum ersten Glühen. Zusammen bilden sie einen kleinen warmen Teich aus Bernstein, nicht größer als eine gefaltete Hand. Und dieser Teich aus Bernstein liegt am Rand deines Ruheplatzes wie ein Herdfeuer. Eine dritte Motte gleitet herab. Sie gesellt sich zu den anderen. Der kleine warme Teich wird ein wenig weiter, ein wenig steter, ein wenig mehr wie ein Herdfeuer. Du wirst umsorgt. Du wirst behütet. Du wirst auf die sanfteste, erdenkliche Weise gehalten. Von den sanftesten, erdenklichen Dingen. Es gibt nichts mehr zu beschreiben. Es gibt nichts mehr zu bemerken. Es gibt nichts mehr zu tun. Nur der warme Staub. Nur das bernsteinfarbene Glühen. Nur der langsame Atem. Nur der stille Raum. Ovis hebt einmal die Augen zum Rad der Motten über sich und schaut ihm beim Drehen zu. Ihr Ausdruck ist im tiefen Bernsteinlicht einer langer, geduldiger Zufriedenheit. Sie haben dies schon viele Nächte getan. Sie werden es noch viele weitere Male tun. Heute Nacht haben Sie einen Gast sicher in den Schlaf hinübergebracht. Das ist genug. Das war immer genug. Sie senken die Augen wieder. Sie falten die Hände. Sie atmen. Ein und aus. Ein und aus. Du atmest mit ihnen, ohne es zu wollen, ohne es zu versuchen. Dein Atem hat ihren Atem gefunden. Und ihr Atem hat den Atem des Raumes gefunden. Und der Atem des Raumes hat den Atem der Schlucht gefunden. Und der Atem der Schlucht hat den langen, langsamen Atem des Nachthimmels darüber gefunden. All dies ist jetzt ein Atem. All dies ist jetzt ein langsamer, warmer, bernsteinfarbener Atem. Steigt, sinkt, steigt, sinkt. Das kleine Glöckchen am oberen Rand der Schlucht klingt wieder, irgendwo weit oben, und markiert eine weitere Wendung der Stunde. Sein Klang erreicht dich als das leiseste aller Flüstern. Eine Andeutung einer Glocke, eine Erinnerung an eine Glocke in einem Traum. Ovis neigt wieder den Kopf. Eine kleine Anerkennung. Nichts weiter. Die Motten pulsieren. Langsam, langsam. Der Staub liegt still. Das bernsteinfarbene Licht wird um ein weiteres kleines Maß weicher. Du bist jetzt fast fort. Du bist fast hinüber. Die Schwelle ist weich unter dir. Das Mottenlicht ist warm über dir. Der Staub ist still um dich herum. Ovis wacht neben dir, geduldig und gütig.
Lass den letzten Faden des Tages aus deinen Fingern gleiten. Du brauchst ihn nicht mehr. Das Reliquiar wird ihn hüten. Ovis wird ihn hüten. Die Motten werden ihn hüten. Er wird am Morgen hier sein, so sicher wie ein Bernsteinstäubchen in einem Glas, falls du ihn wieder aufnehmen möchtest. Aber du musst ihn jetzt nicht aufnehmen. Du musst jetzt nichts halten. Lass deine Hände leer werden. Lass deinen Geist leer werden. Lass deinen Atem klein werden. Lass dein Herz still werden. Das Mottenlicht ist genug. Der warme Staub ist genug. Ovis ist genug. Du bist genug. Der Bernstein pulsiert, steigt, sinkt. Die Motten kreisen. Langsam, langsam. Der Raum atmet. Ein, aus. Du atmest. Ein, aus. Warmer Staub, bernsteinfarbenes Glühen. Langsamer Atem. Stiller Raum. Warmer Staub, bernsteinfarbenes Glühen. Langsamer Atem. Warmer Staub, bernsteinfarbenes Glühen. Warmer Staub, warm. Ruhe jetzt. Ruhe. Das Mottenlicht bleibt. Der Staub bleibt. Die Schlucht bleibt. Ovis bleibt. All dies bleibt sanft bis zum Morgen und über den Morgen hinaus und darüber hinaus. Du hast nichts zu halten. Du hast nichts zu tragen. Du hast nur zu ruhen. Schlaf jetzt, stiller Wanderer. Schlaf im Reliquiar aus warmem Staub. Schlaf unter dem Rad der langsamen Motten. Schlaf an der Seite des geduldigen Staubwenders. Schlaf in der langen, bernsteinfarbenen Stille der Schlucht. Schlaf, Schlaf, Schlaf. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.